I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame, that's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache, that's why I fear my heart won't take. How far will I fall? How far will I fall? If I should fall, if I should fall, how can I trust again? Oh, how far will I fall? If I should fall, I will find love again. Oh, how far will I Ein verlassenes Krankenhaus mitten in Wien. Die Geschichte geht auf die in den Jahren 1907 bis 1908 erbauten Bürgerschulen für Knaben und Mädchen zurück, die bis 1942 ihrem ursprünglichen Zweck entsprechend genutzt wurden. 1942 wurden die beiden Gebäude als Hilfskrankenhaus eingerichtet, vor der Betriebsaufnahme allerdings von der Wehrmacht beschlagnahmt und als Lazarett verwendet. Nach einem Bombenangriff im November 1944, bei dem die Gebäude zum Teil zerstört oder schwer beschädigt wurden, gab das Militär die Gebäude frei. Trotz der schweren Schäden folgte man dem ursprünglichen Plan, hier ein Ausweichkrankenhaus zu errichten, und nahm diesen am 5. April 1945 in Betrieb. Am 6. Februar 1948 konnte ein neuer Operationssaal mit modernster Ausstattung in Betrieb genommen werden. Die Grundsteinlegung für den zwischen 1954 und 1958 errichteten Mitteltrakt fand am 10. Mai 1954 statt. Gleichzeitig wurde der Zubau errichtet. Das Krankenhaus übersiedelte im Jahr 2019 in einen Neubau und das alte Areal wurde noch für kurze Zeit als Pflegeheim verwendet, bis es endgültig geschlossen wurde. Keiner der Arbeiter und Techniker war bei der Demontage ohne gewisse Erlebnisse. Schatten, die durch die Gänge streifen, das Gefühl, verfolgt zu werden, Angstgefühle und Beklemmung standen auf der Tagesordnung. Auch heute noch passieren hier ständig schauderhafte Dinge. Dem Team wurde abgeraten, das Haus zu betreten, da schon einige Personen auf unerklärliche Weise zu Schaden kamen. Dennoch beschlossen die 5 Freunde, sich das Haus genauer anzusehen und das Risiko in Kauf zu nehmen. Zu groß ist die Hoffnung, hier Beweise für die Existenz des Jenseits zu finden, als sich diese Gelegenheit entgehen zu lassen. Ich muss zugeben, die Größe vom Krankenhaus, die habe ich ein bisschen unterschätzt. Gleich vor Ort, also ich habe das Beste, wie wir hingekommen sind. Als erstes sind wir gleich gar nicht reingekommen, weil der Schlüssel nicht gepasst hat. Und dann sind wir halt doch reingekommen im Sicherheitsdienst und der hat uns dann den Aufzug gerufen. Und der Aufzug ist runtergekommen, so richtig so. Da haben wir schon gedacht, aha. Dann ist die Tür aufgegangen, die Aufzugtür. Ja. Ganz langsam. Da ist wir haben dann den Kameramann, den Alex, dort reingesteckt und gesagt, ja, fahr du mal rauf. Dann haben die Lichter zum Flackern angefangen im Aufzug, der ist so drinnen gestanden.
ist ja nicht auf die Idee gekommen, dass er aussteigt, aber Ja. es war ziemlich arg. Wir haben die Größe vom Krankenhaus total unterschätzt. Und dann gab es gleich einmal Probleme, den Strom abzustellen. Da waren sehr viele Schaltkästen. Alles beleuchtet und wir haben es nicht abdrehen können und das ist natürlich... Ja, es war wirklich eine begrenzte Zeit, also es war sehr begrenzte Zeit und gleich einmal Riesenprobleme. Ja, schließlich haben wir dann einen Haustechniker erreicht, der von einem anderen Gebäude, von einem anderen Haus extra rübergekommen ist. Mit 1 Stunde oder 1,5 Stunden Zeitverzögerung haben wir es dann geschafft, den Strom abzustellen, die Festbeleuchtung abzuschalten, bis auf die Notbeleuchtung. Ja, da wir erst viel später, als wir eigentlich vorgehabt haben, beginnen können, war es nicht einmal möglich für uns, dass wir das Gelände erkunden können. Und wir haben also einen sehr, sehr großen Zeitdruck gehabt und dann ist uns nichts anderes übrig geblieben, als dass wir gleich am Anfang einmal die Poltertune und den Bewegungsmelder möglichst gut positionieren wollten und dass wir uns am wenigsten einen kleinen Überblick einmal verschaffen. Na, arg ist das da, oder? Und wieder mal saukalt. Ja, es kommt mir kälter vor als draußen. Wobei es hat heute einen Kälteeinbruch auch noch gegeben. Ja, es hat geschneit. Das ist arg, man sieht es nicht einmal am Display, aber man würde es pfeifen hören. Aber du kannst das Licht anschalten, wenn du kurz drauf drückst. Geht's? Ja, das ist gut. Gut. Ich hab's dabei noch ausgeschaltet, die Poltertune. Die Geschichten, dass das Personal sozusagen im Fluchtmodus war, Ja, auch nicht schlecht, oder? absolut, ja. Stimmt, das ist ein großer Bedenken da. Ist das gut? Nein, Die geht schon Paranoia. beim Abgeben habe ich schon zwischendurch auch immer Geräusche gehört. Wo ich mir gedacht habe, wo kommt das jetzt her? Wir werden dann nachher alles durchgehen mit den verschiedenen Geräten. Da haben wir einen Stromkasten. Ja. Da sind alle Hauptschalter schon abgedreht. Ne? Aber was ich jetzt nicht verstehe, da müsste trotzdem irgendwo noch Saft haben. Ja, genau. Ja. Gut, das heißt, wie weit muss man da weggehen? Ja, nicht so weit. Also man muss wirklich dran sein, dass Ja. das Gerät reagiert. Also wenn es nicht gefunden hat, dann kann es verfolgen, aber halt auch nicht 20 cm, ne? Ja. 25. Es geht ja da auch noch um die Ecke. Mhm. Das bedeutet, wo gehen wir die Poltertune werden wir da hinlegen, Mhm. mit Blick in die Richtung, oder? Ja. Ich meine, die Reichweite der Poltertune ist ja nicht so riesig. Oder legst da her, Ja. sozusagen, oder legen wir es am Tisch legst. Genau. Ja. Am Tisch mit Blick darüber. So, was hat man gerade gehört? Ja, jetzt komme ich. Reagiert. Ja, jetzt kommst du. Ja. Ja. Sehr cool. Schauen wir da noch um die Ecke. Mhm. Da haben wir den OP-Trakt. Und ich hab nichts gemacht. Ja, ich bin angeschlossen, bin hängen am Bild. Aha. Das haben wir auch noch nicht gemacht, dass wir mal so eine richtige Runde zum Akklimatisieren gegangen sind. Ja, es ist ein Riegel, der nicht so. Dieses Krankenhaus. Das ist eine Teeküche. Der Stützpunkt. Mhm. Und der Warteraum. Unglaublich, oder? Ja. Und die sind im Flugzeug aus dem Krankenhaus verschwunden.
Man sieht ja das Gebäude da und für sich gut im Schuss. Ja, du musst bitte ein bisschen lauter sprechen. Okay. Mikrofon Also das Gebäude ist sehr ja gut. eigentlich gut im Schuss. Also dass die das fluchtartig verlassen haben, ist schon Das ist cool. Da. interessant. Den Bewegungsmelder Ja. stellen wir daher und drehen ihn auf extrem laut, oder? Ja, okay. Soll ich dir zeigen? Oder Das weißt ist du? on. Genau, und auf der anderen Seite kannst du ihn auf Alarm stellen. Der geht noch lauter. Ah ja, klar. Ich glaube, das ist Alarm, ja. Wow. Genau. Den stellen wir her. Das ist Wir müssen uns noch merken, wo wir die Sachen hinstellen. gell? Nein, das ist. Stell den einfach her. Ja. Ja, jetzt hat er aufgehört. Boah! Okay, das reicht. Das war mal neu. So haben wir den noch nie eingestellt Gehen wir gehabt. zurück. Nein, so haben wir den noch nie eingestellt gehabt, aber bis jetzt nicht. Aber den hören wir. Ja. Alex. Die Kreuze an der Wand haben sie noch hängen lassen. Echt? Ah ja, ja, ja. Hört der nicht auf? Ich glaube dann, ich wollte gerade sagen. Ah ja, jetzt. Wow, okay. Schauen wir weiter. Ich habe ein Gerät in der Hand, das sich mittlerweile ausgeschalten hat. Ja. Das kannst du gerne berühren oder könnt ihr gerne berühren. Oder euch den Geräten, die wir aufgestellt haben, nähern. Wobei ich ehrlich gesagt bezweifle, dass das dieses Gerät sein wird. Jetzt Ja. bewusst, weil da würden wir nicht einmal freiwillig mehr nähern. Nein. Draußen steht eine Spieluhr am Tisch. Da gehen wir noch einmal vorbei. Da braucht ihr nur näher kommen. Und die fängt dann zum Spielen an. Wenn jemand mit uns sprechen möchte, kann er sich heute Abend gerne bei uns bemerkbar machen. Wir sind hier, um verschiedene Versuche zu starten, Wollen wir da runter noch gehen? um mit euch, die noch hier seid, in Kontakt zu treten. Hab schon. Solltet ihr noch jemandem etwas sagen wollen oder uns etwas mitteilen wollen, dann habt ihr heute die Gelegenheit, das zu tun. Mein Name ist Alex. Mein Name ist Jürgen. Hinter uns geht die Corinna, vor uns geht auch ein Alex. Ist irgendwas? Nein. Okay. Wir haben auch noch andere Geräte mit. Wir werden heute einige Versuche machen, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Hast du das gehört? Das gleiche Geräusch wie vorher. Tack. Ja, das ist schon ein cooles Haus. Mhm. Aber ich bin total nervös. Heute bin ich echt nervös. Es ist ja erzählt worden, dass hier auch ein kleines Mädchen rumlaufen soll. Ja. Also nachdem es schon gesperrt war, ist es bemerkt worden. Kann sich auch uns mitteilen. Ich bin gespannt. Am besten ist, glaube ich, weil das riesengroß ist, wenn wir gemeinsam durchwandern, hat das nicht viel Sinn. Ja, dass wir uns aufteilen. Ja, die Feli ist halt nicht dabei, leider. Mhm. Jeder für sich, Ja. um möglichst viel rauszufinden. Ja, macht Sinn. Ja, dir ist ja egal, ne? Du kackst ja nicht in die Hose. Okay, da gehen wir rein, das ist unser Stützpunkt. Ja.
Ja, gleich beim Aufstellen eine interessante EVP. Und das hat uns auf die Idee gebracht, dass wir das neue Aufnahmegerät gleich auf einen kleinen Rundgang mitnehmen. Genau, aber jetzt nicht explizit für eine EVP-Session in dem Sinn, sondern einfach nur, um besser reinhören zu können. Einmal, wir haben uns dann aufgeteilt, um in diesem Riesenareal möglichst viel einfangen zu können an dem Abend. Jürgen hat das Audiogerät genommen und die Vollspektrum und ich glaube das K2 Meter auch Genau, noch. ja. Und ich bin dann gleich einmal mit der Kinect losgegangen. So. Wir teilen uns auf, Jürgen. Gut. Ah ja, genau, Alex, der Funk. Der Funk? Ja, gib's den bitte dem Jürgen, weil dann können wir uns koordinieren. Ja, aber Du kannst in die Jackentasche der stecken. vierten Hand, oder? Ein Schirm. Yes, ja. So. Ja, also dann. Oh. So, wir müssen das irgendwie so machen, dass ich dich nicht im Bild, ich werde mal, oder ich werde in die Zimmer mal reinschauen. Als erster. Ist jemand hier, der mit uns sprechen möchte? Ihr könnt euch gerne versuchen zu zeigen. Ich habe ein Gerät in der Hand mit einer Kamera drauf, das ermöglicht, euch abzubilden. Wir können eigentlich eh nur schauen, dass wir durchgehen und dann mal schauen, wo wir was sehen, Alex, oder? Ja. Was meinst du? Das ist so arg aus. Ist noch irgendjemand hier, der sich bemerkbar machen möchte? So Wahnsinn, die Stimmung da erinnern muss. Weißt du, wo es da hinten hingeht? Nicht wirklich. Schauen wir mal, da haben wir nichts. Geht's auch so um die Ecke, oder? Ja. Wenn jemand hier ist, dann kann er sich gerne uns mitteilen. Wir haben hier das K2 Meter, das heißt, wenn du das berührst, dann leuchten die Lämpchen auf und dann können wir auf die Art auch kommunizieren. Und wir haben dieses Aufnahmegerät, das heißt, wir können dann vielleicht nicht sofort, aber
bei der Bearbeitung auch vielleicht eine Stimme hören. Also sprich hier rein oder berühre dieses Gerät. Der Jürgen hat auch einen Fotoapparat in der Hand. Mit dem kann er Fotos machen und vielleicht könntest du dich auch auf diesen Fotos zeigen. Ja. Hast du gerade ein Foto gemacht? Nein. So gerade geleuchtet? Ja, nur das Lämpchen vorne, Also. weil man auf der Taste leicht ankommt. Ich fotografiere. Ja, okay. Das ist eine Full-Spektrum-Kamera. Das heißt, man sieht damit mehr als mit dem Auge. Ja, Infrarot- und Ultraviolettbereich. Ja. Das Krankenhaus ist zwischendurch auch als Quarantänestation für Covid verwendet worden. Vielleicht gibt es hier auch jemanden, der sich uns mitteilen möchte. Hier ist uns nicht bekannt, wie viele Leute hier waren. Wir wissen nur, dass es so war. Mhm. Vielleicht einmal in einen Raum rein. Ja. So, schon. Schauen wir. Mhm. Die Räume sind halt nicht sonderlich groß. Ja, aber Ja. ich glaube, ums Nein, das Eck ist drüben ein dann. Krankenzimmer, gell? Ja. Ist das jetzt ein Krankenzimmer oder ist das Ja, ein das sind, Schwesternzimmer? na, das sind zwei Lampen. Ich würde sagen, da sind Betten davor gestanden, mit den Anschlüssen da. Total klein. Wenn jemand hier ist, wer bist du? Du kannst ruhig mit uns sprechen. Oder etwas runterstoßen. Ja. Oder klopfen. Das war jetzt die Tür von Drüben, Alex ja. und von Alex. Genau, schnappt dann ein. Ja. Es ist natürlich auch in Krankenhäusern der Hals auch einigermaßen. Mhm. Es ist ausgesprochen kalt da drin. Ja, ich habe Handschuhe an. Nein, ich spüre es vor allen Dingen im Gesicht. Da wird mir die Handschuhe nichts helfen, wobei das geht mit denen ja recht gut. Aber schau, da oben ist ein Loch in der Decke schon. Ja. Ja, diese Zwischendecken, um diese Verkabelungen und so zu verdecken, das Wahnsinn. Oh. Da sind so viele Leute gestorben herinnen im Krankenhaus. Ist noch jemand hier bei uns? Schau, da geht's auch noch durch. Das nächste Zimmer. Macht euch doch bitte bei uns bemerkbar. Schickt man Jürgen in die Pathologie? Ja? Ja, das ist auch geregelt. Schauen wir nachher runter, wenn es sich ausgeht. Ich weiß nicht, ob offen ist. So, Art Stützpunkt. Nein, das ist der Stützpunkt.
Schau, da riecht's richtig nach Krankenhaus. Schlüssel von der ganzen Station. Wie findest du das da, Alex? Ne? Mir gefällt's da. Mir gefällt's auch. Okay, warte, die Kinect ist gerade ausgefallen. Du kannst uns deinen Namen sagen. Oder was dich belastet. Was dir passiert ist. Du hast jetzt die Möglichkeit, mit uns zu sprechen. Wir haben ja die Geräte, mit denen könnten wir das hören Ja. oder sehen. Beziehungsweise auch, wenn du das Gerät berührst, die Lämpchen aufleuchten lassen. Dann wissen wir, dass du in der Nähe bist und dann können wir miteinander kommunizieren. Hier ist sehr vieles passiert, es sind viele Menschen behandelt worden, es sind Menschen, kranke Menschen, wieder gesund geworden, es sind manche Menschen gestorben. Wenn noch Präsenzen hier sind, wenn noch jemand hier ist, dann teile dich uns bitte mit. Gibt's hier ein kleines Mädchen mit dunklen Haaren? Wow. Okay, das ist das letzte Zimmer da jetzt, oder? Das ist unglaublich, da geht man und auf einmal stehst du wieder irgendwo im nächsten Raum und das ist total überwältigend, wenn man da so reinkommt. Unglaublich. Ist hier noch jemand bei uns? Das ist komisch. Was? Wie lange steht das Gebäude schon leer? 2 Jahre. Ich glaube, mal da her, da ist ein Staub oder was. Das ist auch verwunderlich. Fast kein Staub. Stimmt's. Lass das mal machen. Weil der Jürgen und die Corinna sind jetzt sozusagen auf der anderen Seite, klingt jetzt blöd, im anderen Trakt drüben. Und tauschen einfach mal Geräte aus. Ja. Dann gehen wir auf die andere Seite mit ihren Geräten, sie auf die andere Seite mit den Geräten, was wir jetzt haben. Okay. Ich hoffe, dass die Kinect nicht zum Spinnen anfängt dann beim Jürgen, weil sonst wird der verzweifeln. Ich werde mal sagen, dass er es ganz ruhig halten muss. Sonst nehmen wir noch das andere Tablet mit. Das ist da. Also da waren wir schon, oder? Das ist der Aufenthaltsraum. So, Opa, schon wieder die Tür. Zurück, ja. Ah, ja. Hab sie. Oder können wir da rein? Da können wir rein. Ah ja, da kann man rein, stimmt. Ja. Warte. Wir sind gleich da. So. Ja, 27 Minuten gehabt, oder? Ja, So, gut. ja. Ja. Aber schau, diesmal schlagt sie nicht aus, die Spieluhr. Wir werden dann gleich wiederkommen.
Ja, die Spieler hat eine Reichweite von, glaube ich, 2 Metern oder so. Ja, aber vorher hat es ausgeschlagen, wie ich hingegangen bin. Vielleicht bin ich einfach zu cool. Und sie merkt mich nicht. So, jetzt sind wir fast da. Ja. So, wir kommen wieder in den zentralen Bereich, wo wir aufgebrochen sind. Wir werden dann später wieder mit anderen Geräten durchgehen. Ja. Aha, what? Ja, nein, das ist jetzt da. Nein, ist nicht. Da- Da ist nichts. Es ist niemand dort. Es ist niemand dort, Jürgen. Ja? Okay. Wir danken dir, dass du hier signalisierst. Du kannst gerne mit uns reden. Bist du. Aber. Bleib mal. Ich glaube, ich bin der Zweitweg eigentlich. Ich kann da gar nicht. Die warten mal auf die Seite. Ich sehe jemand. Wie heißt du? Die Spieler. Ich hab's gehört. Deshalb sind wir wieder umgedreht. Bitte? Deshalb sind wir wieder sind schon umgedreht. vorne Ja, ich gewesen. hab's gehört. Wir haben's gehört. Ja. Darum bin ich auch schon. Bin ich schon da. Könntest du bitte die Spieluhr noch einmal aufdrehen? Könntest du es nochmal machen? Du bräuchtest nur hingehen. Achtung, ich würde gerne vorbeigehen. Geht sich das aus? Stimmt die Alex? Ah. Ja. Kannst du es bitte noch einmal machen? Sehr gut, wir danken dir. Kannst du es einmal ein bisschen länger machen, bitte? Einmal noch. Macht es vielleicht mehr Spaß, wenn wir nicht dastehen und zuschauen, oder? Oder du kannst dich uns mitteilen. Ich habe auch hier das Aufnahmegerät, du kannst hier reinsprechen. Du magst das gerade 2 Meter vielleicht dazulegen, wäre das eine Idee. Na? Tauschen wir mal Geräte aus. Ja. Ja. Du musst aufpassen, dass da wirklich nicht rankommst, das ist dasselbe mit dem USB. Okay. Mit dem. Habe ich das so zusammengebaut? Nein, also. Du hast den ausgetauscht. Wirklich spannend, okay? Es steht niemand dort. Das ist sehr weg. Das, Schild ist auf 1,5 Meter ausgelegt. ja. Und wir sind weg jetzt wie 5 Meter. Ja. Ich bin jetzt vorbeigegangen, da von der Tür direkt vorbei, da hat das Licht angeschlagen. Auf der Kinect ist aber nichts. Ja. Wir gehen nachher in die andere Richtung, wir tauschen jetzt einmal die Seiten. Mhm. Von der Mitte weg. Der Alex und ich gehen in die Richtung. Hier geht's in. Wir gehen da, hier geht's in die andere Richtung. Okay. Tauschen die Geräte aus. Aber dann gehen wir zweimal in die Richtung mit der Kinect. Ne? Ja, Ihr das habt's ist zuletzt ein gesagt, Blödsinn. Ja. 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 Also Geräte austauschen, dann gehen wir wieder hinten vorbei. Ne? Oder wir lassen die Geräte so wie sie sind und tauschen nur die Die Seiten. Ja, die Kinect ist schwer. Ich habe Rücken. Ich hab auch Rücken. Du nimmst die Kinect. Ohne Rücken wäre es blöd. Ja. Ja, ihr habt IBB, genau, da gehst du in die Richtung. Ja? Ja, mit Kinect und Ja. Uns kennen sie schon.
Ja, erst bei der Auswertung ist mir dann aufgefallen, dass ich bei der Kinect was übersehen habe, gleich im ersten Rundgang. Das war sehr bitter, das hat mich ziemlich angestunken. Eigentlich haben wir die Untersuchung im größeren Team geplant, da wäre es einfacher gewesen, wenn man so viele Sachen auf einmal in der Hand hat. Ja, links die Kinect, rechts die Kamera, stockdunkel durch die Gänge, das war dann doch zu viel Reizüberflutung. Ich habe es einfach nicht am Schirm gehabt. Mhm. Ja, es war für mich ja auch, die dritte Hand hat dann das dritte Gerät gehalten. Am Anfang der Runde war es noch sehr ruhig und ich habe mir schon fast gedacht, dass es eher spannungslos wird, also nicht gerade spannend ist. Und vielleicht, dass an der Geschichte von dem ganzen Ort viel weniger dran ist, als wir ursprünglich gedacht haben. Ich habe da auch so irgendwie zuerst das Gefühl gehabt, ja. Befürchtung halt, ich weiß nicht, super real, aber vielleicht dann doch nicht. Auf dem Aufnahmegerät war nichts weiter zu hören, aber auf der Kamera war dann eine kurze, aber nicht verständliche EVP drauf. Am Rückweg zum Stützpunkt war es dann allerdings spannend, wie wir bei der Poltertune vorbeigegangen sind. Da waren wir schon einige Meter weg, ist dann angeschlagen. Und ich habe am Anfang noch gedacht, dass mich vielleicht nur gerade so erwischt hat, aber mit der Poltertune ist im Laufe des Abends dann auch noch recht spannend geworden. Am Rückpunkt zum Stützweg. Echt. Also, Was haben wir da? K2, Aufnahmegerät. Wer ist es? Ja. Nicht zum Überhören. Gut, das heißt, ihr konzentriert sich. Jetzt haben wir die Full-Spectrum-Kamera. Aufnahmegerät ist jetzt für dich auf jeden Fall. Ja. Da hinten war jetzt was. Das macht immer wieder so komische Geräusche. Ja. Aber es geht kein Wind jetzt oder so. Na, das war auch drüben jetzt. Wir haben zwischendurch auch dieses Ticken von der Uhr immer wieder gehört, da hat die Karina sich geschreckt. Ja. Aber das war jetzt ganz was anderes, das war wesentlich lauter. Ich werde jetzt die Kamera mal da lassen jetzt. Bei uns drüben habe ich zweimal ein Murmeln gehört. Als ob du neben uns stehen würdest und so irgendwas in die Kamera murmelst. Magst du die mitnehmen, falls die Kinect ausfällt? Und die Vollstrecken nimmst du, kann ich mitnehmen, na klar. Die Kinect nehmen, das andere da. Und läuft. Du musst halt wirklich aufpassen auf das Kabel da. Ja, okay. Schaut einmal nach, was der Bewegungsmelder war. Ja. Der war absolut ruhig. Gut, dann Wir sind aber auch nicht in den Gang reingegangen, in den OP-Saal. Du hast ja gesagt, dass die Schilder oben vertauscht worden sind, weil da steht OP-Saal oben drin. Das ist nichts so schon. Du willst nichts, okay, passt. Alex? Ja. Wir machen noch ein Ründchen. So, na gut, und wir Schön gehen aufziehen. wieder die gleiche Runde wie zuletzt. So kalt. Es ist wirklich ausgesprochen kalt. So, okay. So, jetzt wart. Ja, warte. Gut. Wir gehen so weiter. Ja. Okay. Gleich schräg, damit du jetzt nicht den Alex hinten aufnimmst, oder? Ja, voll. Kannst, ja genau, damit du die Kinect ein bisschen gerade halten kannst. Ja, wobei zwar die natürlich drinnen. Aber man sieht jetzt natürlich schön, dass die Kinect funktioniert. Also die erkennt dich tadellos. Ja. Ja, ist vielleicht eine Idee, wenn du mit der Kinect vorgehst. Ja, Was nicht, weil ist besser, ja. die Kamera In dem habe ich. Fall, ja. Das ist jetzt anders. Wir haben jetzt ein anderes elektronisches Gerät mit. Da kann man dich vielleicht sehen, also wir hoffen es, dass wir dich sehen können. Du kannst ins Bild kommen. Hier vor mir. Und wenn wir dich sehen wieder, dann freuen wir uns, wenn wir mit dir kommunizieren dürfen. Mhm. Ich habe jetzt nicht mehr das Aufnahmegerät mit. Zuletzt habe ich das noch gehabt. Jetzt haben wir eine Kamera, aber auch hier in der Kamera kannst du reinsprechen. Okay. Die Kamera filmt. Ja, die filmt.
Die Kamera läuft. Sind alte Möbel drinnen? Ah. Na gut, der hat jetzt da, naja, der interpretiert jetzt ein bisschen was rein. Hier jetzt so 2 Skelette da drauf. Schau mal. Aber es wird schwierig zu sehen. Schaut, Kannst das du- sind die Sessel. Das sind die Sesseln, gell? Ja. Das passt zu sehr in die Kulturen rein, gell? Ja, denke schon. Aber vielleicht reingehen und vielleicht von einem anderen Winkel. Ja. Probieren wir es. Vielleicht. Probieren geht über Wenn Studieren. wenn hier tatsächlich Präsenten sind, ihr könnt euch gerne zeigen. Ihr braucht keine Angst haben. Wir freuen uns, wenn wir euch helfen können. Mhm. Wir freuen uns, wenn du oder ihr euch meldet. Ja, die Kinect schmeißt so diesen Raster an die Wand. Kennst du eh, gell? Ja. Das sehe ich jetzt da hier auf der Kamera auch natürlich sehr stark. Ich meine, die Kameraführung ist nicht so gut wie deine. Aber es ist jetzt aber auch wieder Skelett. Aber das ist jetzt auch wieder auf den Sesseln ausgerichtet. So auch wieder 2. Na gut, es sind 2 Sesseln. Ja. Wieder so. Ihr könnt auch aufstehen. Ihr könnt euch von den Sesseln lösen. Und jetzt ist es nicht mehr da. Na, jetzt sind sie weg. Weg? Ja, Die Spieluhr. die Spieler spielt schon wieder bemerkenswert. Ja, jetzt ist wieder ein Skelett aufgetaucht und jetzt ist es wieder weg. Du brauchst keine Angst haben, du kannst dich gerne uns zeigen. wieder. Ja. Ja. Jetzt kannst du eine Hand heben. Kannst du eine Hand für uns heben? Ich glaube immer noch, dass es nur die Sesseln sind. Mhm. Gesagt. Aber du kannst uns gerne beweisen, dass das nicht so ist. Hast du das gehört? Das habe ich schon gehört, aber ich weiß jetzt nicht genau, von welchem Raum das jetzt kommt. Da geht es wieder durch. Gehen wir mal auf die andere Seite rüber und machen einfach dort einmal EVP, oder? Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir unerlaubt abwesend. Machen wir einen kurzen Ausflug runter in den Keller. Okay. Schon wieder. Das Grazometer schlagt immer wieder ganz leicht aus. Und ich habe jetzt die zweite Kamera den Jürgen mitgeben wegen der Kinect. Schauen wir mal runter. Nein, ich
können wir rausgehen. Ja, lass mich vor. Sicher? Ja, jetzt sehen wir ein Skelett, das ist die Corinna. So schnell nimmt man ab. Ja, so schnell wird man schlank. Ja, Abnehmkur. genau. Das ist ja echt spannend. Da ist auch ein eigenes Badezimmer, so wie üblich bei den Zimmern, gell? Mhm. Okay. Wie schnell man doch die Orientierung verlieren kann. Ja, wirklich. Vor allem der Gang ist so lang. Ja, Das ist ganz komisch. ja. Weil der kommt einem viel kürzer vor und dabei ist er richtig lang. Ja, stimmt. Ja, der Tag, oder wenn man nicht so langsam durchgeht, kommt er auch kürzer vor. Schauen wir kurz. Aha. Da war jetzt auch kurz das Skelett zu sehen, Ja? aber das ist jetzt, glaube ich, auch nur. Es ist eine Glastür genau vor mir und es kann sein vielleicht, dass das irgendwie mich gespiegelt hat. Mhm. Weil jetzt, nachdem du mich anleuchtest, sieht es nichts mehr. Okay, ich laufe da mal weg. Ja, Ja, da kommt was, gell? ja. Aber es ist recht links neben der Glastür sogar, da ist der Spiegel. Kannst du deine Hand vielleicht für uns heben? Ich glaube, das war die Uhr. Ja. Ah, Aha. Kannst du sie ein wenig höher heben, die Hand? ja. Es ist schwierig zu sagen, weil der verbindet sich da, er hebt jetzt diesen Punkt drauf, ne? Das kann jetzt da auch noch. Du kannst dich gerne mit uns mitteilen, wie heißt du? Bist du ein Mann oder eine Frau? Schau, wie groß das wird. Ja. Das bist aber nicht du. Ah, jetzt wird dein Kopf aber, glaube ich. Ja. Was ist das? Also es passt sich da irgendwie vor der Waschmuschel. Als ob es da drinnen baden wird. Ja, das Einzige, was mich stört dabei, das ist, dass der Kopf mehr oder weniger fixiert ist auf dieses Sterilium, auf diesem Desinfektionsmittel. Also was jetzt also ein bisschen dafür sprechen würde. Und dahinter zeigt jetzt mich im Spiegel an. Weil da sehe ich mich auch. Das passt von der Position. Also nein, ich bin auf der anderen Seite. Das Du bist wärst auf der du. anderen Seite, ja. Das wärst du eher. Aber siehst du mich im Spiegel? Nein, Tja, das ist mir nicht möglich. Das ist wieder weg. Kannst du dich bewegen? Kannst du zu uns herauskommen? Wir würden uns freuen, wenn du zu uns kommst. vielleicht einen Schritt nach hinten mal hin. Ja, Schau, schau, schau. ja. Es ist Wie heißt du? In welchem Jahr lebst du? Oder hast du gelebt? Wieso bist du noch hier? Knickt, hängt sie rein. Das ist Langholz. Das ist interessant. Das ist jetzt auf dem Spiegel ist eine kleine Figur losgelöst und beim Waschbecken eine große Figur. mal, ob sie. Könnt ihr euch mal ganz, ganz, ganz klein machen. Ganz klein. Machen Sie das gut? Ja. Also es ist eigentlich ziemlich unverändert, er bleibt groß.
Ich sage ja, der Kopf ist nach wie vor diese Steriliumflasche, dieses Desinfektionsmittel. Ob das dann nicht einfach Konturen erkennt oder interpretiert. Ja, also das ist interessant auf jeden Fall, aber vielleicht schauen wir später nochmal rein. Voller. Wenn du möchtest, wir kommen später nochmal, dann kannst du nochmal mit uns reden. Vielleicht wäre schön, wenn du mehr reagierst, ein bisschen mobiler wärst. Du kannst gerne mit uns mitkommen. Absolut. Also im Krankenhaus. Ja. Gefährlich. Ja, okay. Ich glaube, die meisten Präsenzen sind nicht böse. Oi, Sie wirkt immer los. Ja. wo ist sie? Da rechts. Aber es ist niemand da. Das gibt's ja nicht. Das ist interessant, ja. Ja, das war die Pathologie. Das war die Pathologie. Stehen jetzt nur mehr Feuerlöscher herinnen, aber da herinnen war die Kühlanlage. Ach, echt ganz so komisch, ein bisschen Ziersling oder so. Mhm. Furchtbar die Luft, oder? Ja, so komisch, richtig so. Da war die Kühlung drinnen. Ist noch jemand hier bei uns? Schau mal. Alex. Das pulsiert aber zugetaktet. Das geht furchtbar. Ist noch jemand bei uns? Leise. Hörst du das? Ist jemand hier? Du kannst dich, ja, ganz stark. Und wieder weg. Du kannst dich gerne uns zeigen und du kannst mit uns reden. Voller. Wir haben auch die Aufnahmen Last Day, der letzte Tag im Krankenhaus. Diverse Mitarbeiter haben das hinterlassen. Ja, Kielekter kennt dich. Mich? Ja. Inzwischen von hier. Es war jetzt so kurz so, wie man sich das, aber ich habe es leider nicht ruhig halten können, wie man so das Skelett von dir gelöst hätte und daneben gewesen wäre. Okay. Es murmelt schon wieder was links neben mir. Ja. Schauen wir mal, oder? Bitte teile dich uns mit. Wir freuen uns, wenn wir mit dir reden können. Wer bist du? Wie heißt du? Es liegen hier Sachen herum. Kabeln. Es ist interessant, wie an manchen Orten relativ häufig
bei den verschiedenen. Boah, jetzt muss gerissen. Was war das? Das war der Alex, der Ja. ist nur angekommen, gehört aber jetzt nichts, was gesagt wird. Ups, jetzt die abgestürzt. Abgestürzt? Ja, sie wird nicht. Ja. Sie wird sie nicht. Ja, mit der dritten Hand. Jo. Wo seid ihr denn? Hinter der Poltertune, hinter der Glastür. Wir können zurückkommen. Habt ihr irgendwas entdeckt? Die Kinect ist gerade abgestürzt. Die Sag Kinect ist gerade abgestürzt. War irgendwas drauf vorher? Nein. Na, war nichts zum Sehen jetzt konkret. Okay, dann kommt bitte zurück wieder. Okay. Ja, dann beeilen wir uns, damit Ja. die Kinect-Daten Damit gesaved das werden können. abspeichern kann, ja. Da war einiges auf der Kinect zu sehen. Ich war mir aber nicht sicher, ob die fehlinterpretiert. Ich bin da schon sehr vorsichtig geworden und jeder, der die erste Staffel von uns gesehen hat, die Teststaffel, die Staffel 0, der weiß, dass wir uns da eine gewisse Zeit fälschlicherweise mit einem Sessel unterhalten haben. So ein sogenannter Monolog, oder? Ja, ziemlich, aber wir haben es damals auch nicht besser gewusst. Nicht? Also sind wir halt kritisch geworden und versuchen immer auch Rückmeldungen zu bekommen. Ich bin halt misstrauisch gewesen. Und damals hat uns halt auch noch die Erfahrung mit der Kinect gefehlt. Und bei den Skeletten im Badezimmer dachte ich halt zuerst, dass es Spiegelungen sind, was wir aber bei der Auswertung gemerkt haben. Du hast immer gesagt, dass das nicht der Fall du ist. glaubst, dass der Kopf diese Steriliumflasche ist, Ja. weil es immer da drinnen ist. Ja. Ja. Das war nicht der Fall. Ich habe das bei der Auswertung ganz genau gesehen. Das war schon immer wieder da drinnen, aber auch Dann draußen. wiederum nicht, okay, ja. Ja, das hat mich misstrauisch gemacht. Das ist auch gut so. Ja, ist natürlich auch dann schön, wenn man dann merkt, vielleicht auch gezielt, dass da etwas sich verstecken wollte. Und wir haben, wie du jetzt gesagt hast, es war nicht immer dann drinnen und warum das Ding, das dann im Spiegel aufgetaucht ist, es blieb dann auch ein Rätsel. Ja, die Polterjungen waren am Abend bisher sehr aktiv schon und das war eigentlich ein richtiger Magnet. Das Gerät funktioniert folgenderweise, es erkennt auf Infrarotbasis Personen und Gegenstände, die näher als 1,5 Meter, ich glaube 1,2 oder 1,5 Meter kommen. Dann fängt die Spieler zum Spielen. Und es ist so ganz egal, ob das ein Mensch ist, ein Gegenstand oder was es ist. Ja. Einfach ein Hindernis auf 1,2 Meter, Gerät spielt. Ja, interessanter bezüglich der Skelette auf den Sesseln, dass die Poltertune genau in dem Moment zum Spielen angefangen hat, wie die verschwunden waren. Ja, als wären sie von den Sesseln weggegangen und rüber zur Poltertune wieder spielen. Von der Größe her, wenn wir diese Erscheinung jetzt gelten lassen wollen, könnte man ja auf Kinder schließen, kleine Personen, die halt immer wieder so sporadisch, wie Kinder halt sind, gefallen an das Spiel gefunden haben. Einmal dahin, ja, da sind Leute, einmal wieder zurück. Das war aber an dem Abend noch nicht alles von der Poltertune. Die sollte uns auf jeden Fall noch ordentlich beschäftigen. Wir blieben dann weiter aufgeteilt. Corinna und Jürgen machen die nächste Runde mit der Nekrophonik, glaube ich. Genau. Ja. Und dieses Mal haben wir das Reverb einmal testweise abgedreht. Also nicht Genau, ja. aufgedreht eben, ja. Und genau, die haben wir beim ersten Durchgang haben wir das bewusst einmal ausgestellt, um das einmal trocken auszuwerten, mal schauen, wie das da eben funktioniert. Ja, und der Alex und ich versuchten es bei der Runde dann mit der Spiritbox. Radio.
Wir haben hier noch ein anderes Gerät jetzt mit. 2 andere Geräte. Hast du es gesehen? Ich habe hier. Schau. Das Gerät, jetzt muss ich mal ordentlich nehmen. Das Gerät in meiner Hand könnt ihr berühren, wenn ihr euch bemerkbar machen wollt. Und ihr könnt auch gerne versuchen, uns etwas mitzuteilen. Ist jemand hier, der mit uns sprechen möchte? Wenn jemand hier ist, der mit uns sprechen möchte, dann berührt doch bitte dieses schwarze Gerät, das hier liegt. Du jetzt nein, gell? Weg. Sollen wir weggehen? Warum sollen wir weggehen? Ist jemand hier, der sich mit uns austauschen möchte? Jemand, der uns etwas mitteilen möchte? Jemand, der nicht weiß, wie er weiterkommen kann. Wir fragen uns, gibt es ein Leben nach dem Tod? Kannst du, oder ist jemand hier, der mit uns reden kann? Wie heißt du? Kannst du deinen Namen sagen? Wie alt bist du? Hörst du das auch gut, oder? Es geht. Soll ich es ein bisschen lauter drehen vielleicht? Ja, bitte. So, schauen wir mal. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es ein Fegefeuer? Das ist ein Doppelzimmer, gell? In der Mitte des Badezimmers. Wie ist dein Name? Wir haben ihn vorher leider nicht verstanden. Kannst du ihn wiederholen?
Wie alt bist du? 3. 3. Glaub. Was mit der Kamera? Die Bist du ein Kind? Wer ist da? Berühr doch bitte das schwarze Gerät. Schwierig, alles auf einmal zu nehmen. Hier vorübergehend an. Ist noch jemand hier in diesem Zimmer? Der Morgen zu. Gehst du denn? Guten Tag. Könntest du bitte das Gerät in meiner Hand, das schwarze mit den Lämpchen, noch einmal berühren? Ja. Also, könntest du das bitte noch einmal machen? Bitte berühre das Gerät in meiner Hand noch einmal. Könntest du das Gerät jetzt bitte nur mehr berühren, wenn die Antwort ja ist? Ist jemand hier bei uns? 178. Inzidenz liegt noch. Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Bist du ein Kind? Bist du das Mädchen mit den dunklen Haaren? Gibt einen Wert von Peter. Was machst du noch hier? Bist du hier gestorben? Hast du einen Grund, warum du noch hier bist? Was ist dir passiert? Boah, das sind Sounds. Erzähle uns etwas. Was ist dir widerfahren? Wann hast du gelebt? Achtung, hast du die Tür? Ja, ich hab's. Gut. Danke.
Ah, die halt. War die halt? Ah ja, schon. Sehr gut. Besser. Luxus. Ist jemand hier? Möchtest du uns etwas sagen? Du kannst hier über diese Anwendung mit uns reden. Wie heißt du? Was war das für ein Gemurmel? Naja, das ist unglaublich. Und hier liegen auch noch so Decken und Vorhänge, Trennwände am Boden. Was ist hier passiert? Warum hat das Klinikpersonal alles einfach so lassen? Warum ist das alles nicht mitgenommen worden? Ja. Was ist hier passiert? Wir haben ja gehört, dass sehr viel hier passiert ist und dass es immer wieder Erscheinungen gegeben hat. Du kannst auch uns erscheinen. Wir würden dich sehr gerne sehen. Ja, konkret ein kleines Mädchen, das hier angeblich hin und wieder gesehen worden ist. Mit dunklen, langen Haaren. Und auf dem Grund ist sehr viel passiert. Auch während der Kriegszeit und danach. Wir haben hier die Spieluhr stehen. Möchtest du die Spieluhr bitte einmal einschalten? Du brauchst einfach nur ganz nah hingehen, ganz nah rangehen. Gefällt dir die Spieluhr? Ja? Möchtest du, dass sie Musik macht? Geh doch bitte einmal zu der Spieluhr hin. Hast du die Leute immer hier erschreckt? Die Ärzte? Bist du hier gefangen? Langsam war dann immer mehr los und das Ganze kam in Fahrt. Sehr interessante Rückmeldungen bei der Auswertung aus der Spiritbox, aber auch von der Necrophonik, obwohl wir die eben jetzt trocken ohne Hall laufen haben lassen. Das hat die Ermittlung eigentlich dann, also die Auswertung auch noch wesentlich erschwert, aber es ist trotzdem sehr viel rausgekommen. Die Spiritbox, ja, ich weiß, für viele Leute, auch für uns, unangenehm und laut. Bleibt aber ein gutes Werkzeug für die Untersuchungen. Von den Ergebnissen her, denke ich mal, absolut. Und deshalb sind wir noch ein bisschen länger auch damit unterwegs gewesen. Wir würden auch gerne mehr von euch erfahren. Erzählt uns die Lebensgeschichte oder Teile davon. Sind hier Kinder? Oder Mütter?
Wir sind hier in der Innenstadt von Wien und da ist auch dichter Verkehr, man hört dann teilweise auch die Fahrzeuge. Mhm. Was habt ihr erlebt? Was ist euch widerfahren? Wie viele Menschen sind hier? Ist jemand hier, der uns diese Frage beantworten kann, die uns so brennend interessiert? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wie geht es weiter, wenn das irdische Leben zu Ende ist? Ihr seid noch hier. Wir haben immer wieder Nachrichten bekommen. Wir glauben, dass es weitergeht, aber erzählt uns eure Erfahrungen. Hält dich jemand hier gefangen? Kannst du die Spieluhr bitte noch einmal einschalten? Halt mal die Spieluhr, schau her. Sehr gut, kannst du es bitte noch einmal machen? Ja. Oder ja, gell? Mach's bitte noch einmal. Alex, bleib du mal da stehen, ich setze mich daher. Viel auf gut. Wow. Alex, die Tür ist die Tür. Hast du es nicht gehört, die ist gerade aufgegangen? Ja. Dreh dich nicht einmal um. Ja, ich hab auf die Uhr geschaut. Okay, warte. Voller K2 Meter Ausschlag. Ausschlag von der Poltertune. Und dann, das war, als wäre die Tür auf und wieder zugemacht. Okay. Ich hoffe, wir haben das Geräusch drauf vor der Tür. Hast du gerade die Tür bewegt? Könntest du bitte nochmal die Tür bewegen oder die Spieluhr einschalten? Sehr gut. Bitte mach das noch einmal. Es ist total faszinierend, dass du das kannst. Oh.
Kannst du es auch länger, bitte? Bitte versuch's doch einmal. Einmal noch, bitte. Ich weiß, es kostet viel Energie. Bitte lass noch einmal die Spieluhr laufen. Du musst nur ganz nah rangehen. Ist das arg, Alex? Sehr gut. Beides zugleich. Kathometer. Und die Spieluhr. Kannst du es bitte noch einmal machen? Ich weiß, ich nerv dich wahrscheinlich. Wow. Okay, warte mal. Oh. Ich schalte das jetzt einmal aus. Kannst du jetzt bitte die Spieluhr nur mehr einschalten, wenn die Antwort ja ist? Bist du hier gestorben? Bist du ein Mann? Bist du länger hier im Spital gewesen? Bitte nur einschalten, wenn die Antwort ja ist. Weißt du, dass du... Ich wollte sagen, weißt du, dass du hier gestorben bist? Weißt du, dass du hier gestorben bist? Weißt du, dass du tot bist? Siehst du, wie ich es hinlegen soll? Die Nase läuft. Bist du böse? Es ist ungewöhnlich, dass es so extrem kalt ist. Also irgendwas ist mit Sicherheit da. Auch die Gerüche, die immer wieder passieren, die immer wieder da sind. Ja, der Alex hat vorher gerade von Weihrauch gesprochen. Ja, das habe ich noch nicht wahrgenommen. Nein. Aber dieser Chlorgeruch halt, immer nur ganz kurz, da und immer an der gleichen Stelle. Was war das? Im Bad drinnen ist. Ja. Können wir da weitergehen, weißt du was? Warte, wie du die Tür aufmachst. Ah, die Ja. Tür geht auf. Ja. So, warte. Ja. So, dann können wir vielleicht durch das jetzt die Notbeleuchtung noch Ja. an. Notbeleuchtung. Ja. Schau mal. Probier. Zur dritten medizinischen Ja. Station. Ich halte die Tür auf. Geht. Ist hier jemand, der mit uns reden möchte? Wir müssen nur aufpassen, nachdem wir uns geteilt haben, hören wir manches Mal die Geräusche von einer anderen Gruppe. Mhm.
Wieder ein großes Zimmer. Ich sehe jemand, der mit uns reden möchte. Wer wäre das? Wer ist hier? Ich habe genau hingeschaut. Ja? Ja. Hat er geblitzt? Ja. Mhm. Aber schau, auch auf den Fenstern sind immer wieder so die kleinen roten Hände auf den Fenstern. Schau, das sind so Sticker. Stimmt. Das ist auch interessant. Wenn das eine Kinderabteilung gewesen wäre, gell? Mhm. Sind hier Kinder? Wollt ihr spielen? Bewegt einfach ein bisschen was. Macht Geräusche. Oder trampelt. Jürgen, Ja? ist von dir aus gesehen links hinter dir das Fenster offen? Ja. Okay, deshalb bewegt sich der Vorhang. Ja. Also ich spüre den Luftzug. Okay, gut. Ja, es ist gekippt, ja. Ja, gut. Bist du noch hier? Kannst du das Spiel mal ganz lange durchgehend laufen lassen, bitte? Ganz lange ohne Pause. Einschalten. Ganz lange einschalten. Kannst du das? Möchtest du mit uns sprechen? Das ist unglaublich, oder? Und ich bin jetzt noch weiter weggegangen. Bist du lange hier im Krankenhaus gewesen? Bist du überhaupt hier Patient gewesen? Bist du ein böser Geist? Bist du ein Kind? Bist du hier gefangen? Bist du freiwillig hier? Bist du unfreiwillig hier? Ist es richtig, dass du uns die ganzen Fragen gar nicht beantworten möchtest? Darfst du mit uns sprechen? Bekommst du Ärger, wenn du uns Antworten gibst? Auch das darfst du uns nicht sagen, richtig? Möchtest du, dass wir lieber hier weggehen? Bist du noch hier?
Bist du noch hier? Schade. Wie ist euer Name? Das ist ein Kloster. Ja, voller, riesiges Zimmer. Super. Ja, schaut auch recht ordentlich aus. Ist hier jemand, der mit uns reden möchte? Sind hier vielleicht Kinder anwesend? Sind überall diese roten Hände drauf, gell? Ja. Ich verstehe den Sinn nicht. Für Kinder ist es fast trotzdem zu schmucklos. Es sollten mehr sein, aber. Und es ist immer auf der rechten Seite bei den Fenstern. Und es ist eiskalt. Wirklich, ja. Es ist wirklich, wirklich kalt. Schon, ja. Da sind hier vielleicht Mütter anwesend. Sind hier Kinder zur Welt gekommen? Ist es hier passiert? Sind die Mütter hier gelegen? Es sind immer wieder Erscheinungen gewesen. Die Angestellten wollten teilweise nicht mehr hier arbeiten. Ja, jetzt sage ich, na war das jetzt auch bitte, Alex? Direkte Antworten, aber es kann sein, dass eben die Energie ausgegangen ist. Aber das war wirklich, wirklich auch jetzt. Gehen wir nach hinten raus. Kannst du dich vielleicht auf diesem Weg bemerkbar machen? Wieder das Gerät mit den Lämpchen. Wow. Weißt du, was das ist, Alex? Weißt du, was das für ein Raum ist? Bitte? Intensivstation, ja. Ist noch jemand hier bei uns? Geräusche ist aber Wahnsinn. Sind hier Männer anwesend? Was ist euch passiert? Es war auch hier zu Kriegszeiten interessant, oder waren dann Leute dann hier auch zu Kriegszeiten? Da ist
Noch ein Riesenzimmer. Bei dir jetzt oder? Ja. Ah ja, das sehe ich, ja, ist richtig, ja. Okay. Es ist schon ordentlich demontiert hier. Also. Es wird hier bald ein neues Gebäude errichtet. Es wird dieses Gebäude abgerissen. Es kommt ein neues Gebäude her. Werdet ihr dann hier bleiben? Das sind wieder Löcher in der Decke, gell? Ja, ja, da haben sie diese Platten entfernt. Ich glaube, die haben begonnen zum Demontieren von Kabeln und diversen. Aber man sieht auch rauf bis zur Decke, gell? Kannst du mal rauflaufen? Ja, schon. Ja, weil da ist oben noch Total faszinierend. aufgerissen, so richtig. Da haben sie doppelte Feuermelder, gell? Okay. Wie lange seid ihr hier? Wie viele Menschen sind hier? Was habt ihr alles erlebt? Schau mal am Staub bei dir am Boden. Bei Da- dir am Boden im Staub. Staub am Boden? Ja, schau mal, da sind auch ganz viele Abdrücke. Ja, stimmt. Ja, es ist wirklich, es ist, in manchen Teilen ist es sehr sauber und in manchen ist es sehr, sehr staubig. Auch der Tisch. Du könntest auch auf den Tisch malen. Mit der dritten Hand wieder. Ja. Ja, sie sind wahrscheinlich schon wieder fertig. Ja, Kommt ihr wieder zurück zum Stützpunkt, bitte? Jo, wir kommen. ja, wir kommen. Also, er hört mich ja nicht. Ja, die hören jetzt nicht nach. Könntest du bitte nochmal. Es passiert immer, ich denke mir irgendwas und bevor ich ausspreche, passiert schon. Könntest du das Gerät in meiner Hand bitte wieder loslassen? Das hört gar nicht mehr auf. Aber es ist definitiv nicht die Box. Jetzt ist auch vorbei, also immer wieder. Könntest du das Gerät in meiner Hand bitte wieder auslassen? Es passiert immer, bevor ich sage. Einmal ganz auslassen, bitte. Für längere Zeit. Bis ich eine Frage stelle. Und du beantwortest mir die Frage dann, bitte. Und wenn die Antwort ja ist, berührst du das Gerät. Schau, jetzt ist es auch raus. Der Meinbild, ich habe auf Wiedersehen gehört. Von einem Kind. Obwohl schon sehr lange die Notbeleuchtung ist aus. Das ist das. Okay, das müssen wir jetzt dazu sagen. Ja, Licht. Wir haben Nachtsicht. Also wenn ich das bei der Auswertung alles nochmal höre, drehe ich durch.
Zur Erklärung, wir haben vorher versucht, mit dem Haustechniker, der extra zur Hilfe gekommen ist, sämtliche Beleuchtung zu deaktivieren. Alle Schaltkästen auf, alles abschalten. Es war nicht möglich, die Notbeleuchtung zu deaktivieren. Und jetzt fällt es mir auf, die Notbeleuchtung ist aus. Also ich sehe gar nichts mehr. Das ist heftig. Wieso ist die Notbeleuchtung jetzt aus? Ist das nicht aufgefallen? Ich denke, es wird immer dunkler da herin und wesentlich kälter. Und jetzt bin ich gespannt, wenn die anderen kommen, wenn ich sie mal fragen, ob ihnen was auffällt. Schalten wir sie mal ab. Das ist nicht so mein Freund, dieses Ding. Die Kamera daher. Corinna, Jürgen? Kommt sie wieder zurück zum Stützpunkt, bitte? Das heißt, die Notbeleuchtung ist aus. Und das da vorne, das war nicht ohne, oder? Ich meine mit der Spieluhr. Ja. Und die Rückmeldungen auf der Intensivstation. Das ist so Wahnsinn. Ja, Intensivstation ist natürlich Todeszone. Ja, das war dann. Das ist klar. Das machen wir das Portal auf jeden Fall. Es wurde von Minute zu Minute immer spannender und irgendwie merkte jeder, dass es immer dunkler geworden ist und wir haben nicht gewusst, warum. Ja, das war so schleichend irgendwie. Ja. Was ist los? Ja. Überfinzen. Ja. Es ist immer düster. Ich habe es zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz überrissen gehabt. Das war so im Hintergrund auch. Nicht? Ich habe mir auch gedacht, es ist auch kälter geworden und immer dunkler. Dass das mit der Notbeleuchtung zu tun hat, ist mir gar nicht aufgefallen. Bei mir auch nicht. Ja, und aus der Necrophonik und auch aus der Spiritbox ist ja auffallend oft das Wort Hölle zu hören gewesen. Es sind aber auch ganz andere und viele andere spannende und passende Rückmeldungen gekommen. Ganz optimal ist die Necro ohne Hall sicherlich nicht, aber die Ergebnisse waren trotzdem echt Bombe, also wirklich spannend. Und okay, ja. Ja. Auffallend war, dass wir auch Gerüche wahrgenommen haben. Ja. Die sind in Sekundenschnelle gekommen und gegangen. Chlor, Weihrauch, ganz verschieden. Ja, bei mir war es Urin. Okay. Bei mir war es Urin am Schluss dann. Ja, und das ist irgendwie, bei mir war es halt immer dieser Chlor, dieser Putzmittelgeruch. Und ich das habe ich überhaupt nicht gerochen, zum Beispiel. Ja. Aber das war immer nur ganz kurz, ein paar Sekunden, dann habe ich noch mehr gerochen und habe ich jetzt mich getäuscht oder so? Bin ich deppert oder was? Was ist denn da los? Genau. Es kommt so daher, so, Ja. das sticht in die Nase und weg ist es wieder. Genau. Und so war es bei mir beim Urin auch. Das war aber dann später. Ja, wie du schon gesagt hast, sind aus den Geräten ziemlich viele Hinweise gekommen. Das K2 hat sehr oft geleuchtet. Passend mit der Poltertune und die Spirit Box, die hat teilweise ganz komische, schauderhafte Dinge vor sich gegeben und auch Geräusche. Dazu nehmen Alex und mir die große, schwere Tür direkt zugeknallt. Ja, aber dass eine Tür zuknallt, musste ja vorher ein Stück aufgehen. Ja. Es hat keinen Luftzug gegeben, die Türen sind schwer, es gibt keine Fehler irgendwie jetzt bei den automatischen Türöffnern, die da drinnen sind, die waren stromlos, die sind noch nicht Notstrom versorgt. Ja. Das heißt, die sind dann nur mehr in Position geschlossen, die waren vom Netz. Ja. Ja, die Tür knallt, der Alex P. ganz cool stehen geblieben, hat weitergefilmt, als wäre nichts passiert und hat mir dann irgendwas gesagt, ja, er hat gerade auf die Uhr geschaut. Er hat damit gemeint, aber auf die Spieluhr, er hat die Spieluhr im Visier gehabt, also die Poltation eben. Ja. Also ich habe auch bei den Türen gerüttelt, das sind Schnappschlösser gewesen, die hat man nicht aufdrücken können. Selbst wenn man sagt, ein Windstoß oder so, sie hat mich wirklich mit Gewicht an die Tür dran gehängt, ohne dass man die Schnalle betätigt, geht die nicht auf. Das ist eine Stahltür mit
Schutzglas drinnen. Dreifachschutz, das sind solche, Ja. ich glaube, da hat so ein Ding ein paar 100 Kilo, oder? Und wirklich schwer, ja. Also das war unerklärlich. Ich habe es bei allen Türen probiert und es sind alle so. Und auch aus den Zimmern sind immer wieder Geräusche gekommen. Im Nachhinein betrachtet war die Kinect eben auch nicht uninteressant. Dann war die Kinderstimme zu hören auf die Frage, ob hier Kinder sind. Das war vor Ort nicht zu hören. Und die Tune war auch sehr interessant. Das, glaube ich, Das war das erste Mal, dass wir so direkt kommuniziert haben. Ja. Das Frage, Reaktion, Frage, Reaktion. Und das war für mich wirklich, das war ein Gänsehautmoment. Ja, also es ist auch, je länger das Ganze gedauert hat, immer mehr passiert und es war immer spannender und also wir werden es Später der Abend nicht worden mehr. ist, umso interessanter ist es Das irgendwie. kann man gar nicht alles zusammenfassen, ja. Gut, der zweite Teil der Untersuchung bleibt auf jeden Fall spannend. Genau, der wird auf jeden Fall. I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame, that's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy.